Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite zeige ich an, welche Seite ich gerade lese, damit wir zusammenlesen können. Und da oben in der Ecke schicke ich euch nochmal zu der Playlist von den vorherigen Folgen. So, dann blätter mal weiter zu der Stelle hin, wo wir aufgehört haben. Mittlerweile wird immer mehr Fortschritt. Ich glaube, bei Seite 77 sind wir jetzt, glaube ich. Genau, Frauensand. Ne, das ist zu weit. Genau. So. Oh. Wollen wir mal. Die Attendorner Glocke. Zu Attendorn in Westfalen wohnte eine Witwe, die ihren einzigen Sohn nach Holland schickte, damit er dort die Handlung erlerne. Dieser stellte sich so gut an, dass er alle Jahre seiner Mutter von seinem Verdienst etwas schicken und die alten Frau dadurch erhalten konnte. Einmal sandte er nebst anderen Waren eine Platte von gediegenem Golde, die er aber schwarz angestrichen hatte, damit sie umso sicherer in die Hände des Empfängers gelangen möchte. Leider aber hatte er versäumt, der Mutter brieflich über den hohen Wert des Geschenks Aufschluss zu geben. Daher wusste die Frau nicht, was sie damit beginnen sollte, und stellte die Platte unter eine Bank, ohne sich weiter darum zu kümmern. In dieser Zeit beschlossen die Attendorner, eine neue Glocke durch einen geschickten Gießenmeister, der sich in der Nähe befand, anfertigen zu lassen. Dieser sollte Haus für Haus gehen und das Metall dazu sammeln, das man ihm freiwillig zu diesem Zwecke schenken würde. Der Meister empfing auf diese Weise viel altes Zinngeschirr und zerbrochene kupferne Kessel, die Witwe aber gab ihm ihres Sohnes Gold, und niemand ahnte in Attendorn, dass diese Gabe die wertvollste war. Der Meister, der im Ansbruck einige Glocken gießen wollte, verreiste bald, nachdem er das Schmelzgut gesammelt hatte, ließ aber seinen Gesellen zurück. Dem trug er auf, die Form zu fertigen und alle sonstige Vorbereitungen zu treffen, mit dem Gusse aber bis zu seiner Wiederkehr zu warten. Der Gesell verstand das Geschäft so gut wie sein Herr. Er tat sein Bestes und bereitete den Guss vor. Dann sandte er nach Arnsberg zum Meister. Als der aber nicht kam, goss er selber und zeigte den Attendorner hierauf die wohlgeratene Glocke. Als man sie läutete, fanden alle den Ton äußerst angenehm, so dass der geschickte Gesell großen Lob einerntete. Als er wegging, läuteten sie ihm zu Ehren die Glocke, und ehrbare Bürger gaben ihn über das Weichbild der Stadt hinaus das Geleite, trugen Weinkannen in den Händen und sprachen ihm fleißig zu. So geehrt und erfreut erreichte er die steinerne Brücke, die über die Biege von dem fürstlichen Schlosse Schnellenberg führt. Da kam ihm der Meister wütend entgegen, fiel ohne weiteres über ihn her und schlug ihn tot. Dann sagte er, die Glocke sei ganz verkehrt gegossen worden, er wolle sie umgießen und die Stadt eine andere liefern. So sagte er auch, als in Attendorn angelangt war. Die Bürger aber nahmen ihm seine blutige Tat sehr übel und zogen ihn gefänglich ein. Er wurde zum Tode verurteilt. Als man ihn vor seinem Ende fragte, was ihn bewogen hätte, seinen Gesellen zu töten, der doch sein Werk so gut verrichtete, bekannte er, dass er an den Klange der Glocke gehört, dass viel Gold in dem Metall erhalten sein müsse. Er habe darum die Glocke umgießen und sich in den Besitz des Vermögens setzen wollen. Auf den Gesellen sei er erzürnt gewesen, weil dieser ihn um den großen Vorteil gebracht habe. Es wurde ihm also der Kopf abgeschlagen. Den unglücklichen Gesellen aber errichteten sie auf der Brücke, wo seinen Geist aufgegeben, ein eisernes Mordkreuz. In Attendorn wusste aber niemand, wie das Gold in die Glocke hineingekommen sein könne, bis der Sohn jener Witwe aus Holland zurückkehrte und die Sache aufklärte. Er bedauerte tief, dass sein Geschenk 2 Menschen das Leben gekostet habe, verlangte aber sein Gold nicht wieder, weil ihn Gott anderweitig reich gesegnet hatte. Später schlug einmal der Blitz in die Kirche, sie brannte ab und die schöne Glocke schmolz ins Feuer. Darauf suchte man eifrig in der Asche nach dem geschmolzenen Metall und fand, dass diese den Goldgulden nicht viel an Wert nachgab. Es wurde gesammelt und verkauft, und der Erlös war so beträchtlich, dass daraus der Turm neu gebaut und in Blei bedeckt werden konnte. Schön. An der Stelle frage ich mich, was das für ein Glockengießer war. Also,
Jeder Metaller, jeder Metaller kennt sich irgendwann aus und erkennt schon allein am Gewicht, welches Metall was ist. Jeder weiß, dass Zinn oder Kupfer deutlich leichter ist als Gold. Ja, also ich habe es schon mal erwähnt, Gold ist unfassbar schwer, schwerer als Blei. Und wenn du dann, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie groß dieses Stück Blech oder dieses, was war das nochmal? Eine Platte. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie groß die Platte war, aber es muss ja genug Gold gewesen sein, dass es quasi sich lohnt. Und wenn es man sogar an der Glocke hört, muss es also eine mächtige Platte gewesen sein. Also, naja, gut. Aber das ist halt eben das Ding halt, ne? Wenn man an Gold denkt, denkt man erstmal nur, ja, das ist weich, dass es sehr weich ist und das ist halt Gold, das ist halt so gelb schimmert, ne? Aber man denkt nicht so richtig als erstes ans Gewicht. Das ist ja im Übrigen auch die ganze Sache mit den Gold an irgendwelchen Rüstungsteilen. Ne, ihr kennt ja bestimmt ein paar Rollenspiele, die immer so vergoldet sind, goldene Waffen und diesen ganzen Gedöns. Das ist überhaupt nicht praktikabel. Ne? Ich meine, Gold ist super schwer und weich und das ist halt einfach kein Metall, mit das man kämpfen kann. Das ist einfach, ja, es ist zu weich und zu schwer, was gar nicht, beides ist nicht gut im Kampf. Ne, da ist jeder, der Stahl verwendet und selbst wenn es nur Eisen ist, deutlich im Vorteil. Ne? Aber so ist es nun mal mit Gold, ne? Gold, 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 hi, hi, ho. Gold, 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 Gold. Nee, gut. Gut. Machen wir weiter. Und wieder, ne? Hat der Meister seinen Gesellen getötet. Was ist denn los mit denen? Naja. Nächste Sage. Richmundis von Abducht. Auf dem Neuen Markte in Köln steht ein stattliches Patrizierhaus, an dessen Söller ein paar Pferdeköpfe als Wahrzeichen angebracht sind. Darüber wird Folgendes erzählt. Richmundis von Abducht, die Ehefrau eines Kölner Bürgers, war gestorben. Der trauernde Gatte ließ ihr ein weißes Totenkleid anlegen und sie mit ihrem Schmucke nach der Kirche zu den Aposteln bringen. Da stand nun der Sarg in geweihten Räume. Morgen, nach dem Seelenamte, sollte er bestattet werden. Als die Tote eingesargt wurde, hatten nun Diebe bemerkt oder erfahren, dass die Verblichene viele Dinge von hohem Wert mitgegeben worden waren. Das reizte ihre Habsucht dermaßen, dass sie beschlossen, Richmundis zu berauben. Sie öffneten also eine Seitentür des Gotteshauses durch Nachschlüssel und brachen den Sarg auf. Als sie aber der Toten die Ringe abziehen wollten, regte sie sich und richtete sich langsam empor. Da ergriff die Schelme eifriges Entsetzen. Sie verließen mit Schreckensrufen eilig die Kirche und glaubten, dass sie von einem Gespenst verfolgt seien. Die Sache ging indes ganz natürlich zu. Richmundis war nur scheintot, und die räuberische Berührung hatte sie auf dem Starrkrampfe erweckt. Nach und nach kam sie zum Verständnis ihrer hilflosen, traurigen Lage, aber Gott gab ihr Kraft, dass sie aufstehen konnte. Sie ergriff die Laterne, die den Dieben entfallen war, und ging mit in ihrem Scheine ihnen nach, schritt mühevoll durch die nächtlich öden Straßen und klopfte schließlich an ihrem Hause. Ihr Gatte, der vor Kummer nicht schlafen konnte, erblickte unten in weißer Gestalt, die mit schwacher Stimme um Einlass bat und erklärte, dass sie die Hausfrau sei. Das glaubte der Mann nicht und erwiderte: Verzeihung. Meine Frau ist gestorben und liegt in der Kirche zu den Aposteln. Fremde öffne ich mein Haus nicht um diese Stunde. Als aber die Frau weiter flehentlich bat und die Wahrheit ihrer Aussage bei dem allwissenden Gott versicherte, da sagte er: Na, so würde ich doch eher glauben, dass meine 6 Schimmel auf den Söller gehen. Damit schlug er das Fenster zu und legte sich auf sein Bett. Im Augenblick darauf aber erbebte das Haus. Auf dröhnenden Treppen arbeiteten sich schwere Körper nach oben, und als Herr Abducht und seine Gesinde nach der Ursache dieses ungehörigen Getöses forschten, da sahen sie, dass alle 6 Schimmel sich aus dem Stalle losgerissen und über die Holztreppe auf den Söller begeben hatten.
Da eilte Abdus, so schnell er es vermochte, nach unten, schloss entzückt über dieses sichtbare Zeichen des Himmels die wiedergefundene teure Gattin in seine Arme und trug sie in sein Haus. Sie hatte danach noch viele Jahre gelebt. Oh Mann, ey, könnt ihr euch das vorstellen? Scheintod? Boah, das muss... Da gibt es ja so einen Film, ich glaube, Kill Bill. Gut, da war sie nicht scheintot. Ah doch, da war sie scheintot, ne? Da hat sie einen Kopfschuss gekriegt. Irgendwie so einen finalen Kopfschuss. Und, alle die Waldfee. Dass sie dann aufgewacht ist und dann sich dann so hochgekämpft hat. Gut, hier war sie schon vorher da. Ich glaube, es war mal damals so, dass man hat man nicht damals noch eine Schnur mit begraben und oben noch so eine Glocke hingehangen, konnten dann die Leute, die womöglich nicht tot waren, an der Schnur ziehen und oben hat es dann eben immer gebimmelt und dann wusste man, okay, alles klar, die ist nicht tot oder derjenige ist nicht tot, die Leiche, der Körper. Aber es muss ja, ich weiß nicht, wie viel Sauerstoff man wohl da unten hat. Nur vielleicht für ein paar Stunden oder so. Und dann ist es ja noch stockfinster halt, ne? Und nicht gerade bequem im Sarg, glaube ich. Je nach Kosten. Ja gut. Die Teufelsmühle. Am Gipfel des Ramsberges liegen teils zerstreute, teils geschichtete Gesteine, Granitblöcke, die im Volksmunde die Teufelsmühle genannt werden. Ein Müller hatte sich am Bergabhange eine Windmühle gebaut, der es aber oft am Wind fehlte. Da wünschte er sich oft eine, die auf dem Berggipfel stände und beständig im Gange bliebe. Menschenhände waren sie aber unmöglich zu erbauen. Da nun der Müller beständig deshalb aber keine Ruhe hatte, ließ er sich mit dem Teufel ein und schloss mit demselben einen Vertrag. Danach verpflichtete sich dieser dem Müller eine tadellose Mühle mit 6 Gängen auf der Höhe zu bauen, die aber bereits der folgenden Nacht vor Hühnerschrei fix und fertig gebaut sein müsste. Den Genuss der Mühle sollte der Mann volle 30 Jahre haben. Dagegen verpfändete er seine Seele dem Bösen, wenn sie vom Körper befreit sein würde. Der Teufel hielt nun Wort und fing an, mit allen Höllengewalt zu bauen und zu wirtschaften und holte den Müller schon um Mitternacht ab, damit er das Werk besichtigen und übernehmen könne. Der Müller besah die Einrichtung und war zitternd bereit, sie zu übernehmen, denn alles war in bester Ordnung. Da entdeckte er noch rechtzeitig, dass einer von den unentbehrlichen Steinen fehlte. Der Teufel gestand den Mangel und jagte davon, ihn zu ersetzen. Schon schwebte er durch die Lüfte mit dem Steine, da krähte der Hahn auf der unteren Mühle, so dass der Vertrag ungültig war. Wütend fasste nun der böse Feind das Gebäude, riss Flügel, Räder und Wellen herab und streute sie weit umher. Dann schleuderte er auch die Felsen herab, so dass sie rings den Ramberg bedeckten. Nur ein kleiner Teil der Grundmauer blieb stehen zum Andenken an der Teufelsmühle. Mein Gott, 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 Gott. Ja Mensch, da ist mir die Kamera tatsächlich der Saft ausgegangen. Ja, Dinge passieren. Wir machen weiter an der Stelle, wo wir aufgehört haben. Vielleicht kriegt ihr es gerade mit, es ist ein bisschen später geworden. Ich sehe auch vielleicht ein bisschen geschaffter aus. Wir haben jetzt einen Zeitsprung von fast 12 Stunden. Sei es drum. Mach mal weiter mit der Herrgottsritt. Auf einem Felsen der Alp bei Heubach, östlich von Schwäbisch Gmünd, in einem anmutigen von der Rems durchflossenen Tale, liegen die Trümmer der Burg Rosenstein, und um das Jahr 1806 sah man dort noch die Spur eines schönen menschlichen Fußes im Stein, der aber auf Befehl der Regierung weggesprengt worden ist, weil Aberglaube damit getrieben wurde. Gegenüber auf dem Scheulberge steht eine ähnliche Spur. Aus einer Kluft im Walde, der Teufelsklinge, fließt bei anhaltendem Regen trübes Wasser. Hinter dem Schlosse befindet sich ein ausgehöhlter Felsen, die Scheuer. Vor grauer Zeit zeigte von diesem Berge herab der Versucher Christo die schöne Gegend und bot sie ihm an, wenn er von ihm die Knie beugen wollte. Der Heiland gebot ihm aber zu entweichen, und der Satan stürzte den Berg hinab. 1000 Jahre muss er nun in der Teufelsklinge in Ketten und Banden liegen, und das trübe Wasser, das daraus strömt, sind seine teuflischen Tränen. Jesus Christus tat nach der Versuchung einen mächtigen Schritt über das Gebirge, seine Fußspuren drückten sich in den Stein ein.
Später bauten die Herren von Rosenberg hier eine Burg und verübten von da aus Räubereien. Ihre Beute bargen sie in der Scheuer. Das ging so lange gut, bis sie so frech wurden, auf teuflischen Rat sogar die Waldkapelle zu stürmen und zu plündern. Da kam ein gewaltiges Gewitter, das die ganze Bergburg zertrümmerte. Noch jetzt hört man den Teufel darüber lachen. Ja, jetzt wird auch mal hier der Jesus mal direkt angesprochen, sonst heißt es ja immer nur die Christen. Gut, Teufelstränen sind also trübes Wasser. Naja gut, warum nicht? Aber alles klingt irgendwie gleich viel heftiger, wenn man Teufel davor packt, oder? Ich meine, Teufelsmühle, Teufelsklinge, Teufelsstein, Satans Rache, Satans Auge, egal. Immer wenn du Teufel, Satan, irgendwas davor packst, dann ist es gleich erstmal richtig schlimm. Na gut. Machen wir gleich weiter, weil ich muss zugeben, dass ich doch etwas müde bin. Wie lange habe ich denn noch? Was hatte ich denn eigentlich vor? Ach, naja gut, bald geschafft. Auch für euch. Die Sachsenhäuser Brücke. Vor mehr als 100 Jahren führte eine Brücke von Frankfurt nach Sachsenhausen. In der Mitte derselben fehlten 2 Bogen und die Verbindung war nur durch Balken und Bohlen hergestellt für den Kriegsfall. Wurden die Holzteile weggenommen, so war dem Feinde der Einfall unmöglich gemacht, wenigstens aber erschwert, ohne dass die Frankfurter nötig gehabt hätten, die Brücke abzubrechen oder mit Pulver wegzusprengen. Von dieser Brücke weiß nun die Sage Folgendes zu berichten. Der Baumeister hatte sich verbindlich gemacht, die Brücke bis zu einer bestimmten Zeit zu vollenden. Der Termin rückte aber immer näher und es fehlte noch sehr viel daran, standen doch Pfeiler und Bogen erst zur Hälfte da. In seiner Angst rief der Baumeister den Teufel zu Hilfe. Der kam auch und erbot sich, die Brücke in einer Nacht fertigzustellen. Dafür verlangte er bescheidenerweise nur das erste lebende Wesen, das darüber ginge. Der Vertrag wurde geschlossen und der Teufel baute in der letzten Nacht, ohne dass ein Menschenauge in der Finsternis sehen konnte, wie es zuging, die Brücke ganz richtig fertig. Als nun der Morgen anbrach, kam der Baumeister und trieb einen Hahn über die Brücke vor sich her, den überlieferte er dem Teufel als das erste lebende Wesen, das über die Brücke gegangen war. Der Teufel hatte freiwillig eine menschliche Seele gewollt. Wie er sich so betrogen sah, packte er zornig den Hahn, zerriss ihn und warf ihn durch die Brücke. Davon entstand die Lücke, die seitdem nicht wieder geschlossen werden konnte. Was am Tage gemauert wurde, fiel nachts wieder zusammen. Ein goldener Hahn auf einer Eisenstange soll an jenen wunderbaren Begebenheit erinnert haben. Ja, hier wieder auch mal der Teufel. Ich weiß nicht. Hier in den Sagen wird der Teufel immer so ein bisschen verarscht oder ausgetrickst. Ist es nicht eigentlich der Teufel, der den Menschen austrickst? Ist es nicht eigentlich komplett andersrum, weil er einfach Übung darin hat? Aber netter Einfall dafür, also wahrscheinlich in Wirklichkeit ist es einfach so, dass der Baumeister es nicht gepackt hat. Und er hat sich irgendeine dumme Geschichte einfallen lassen, damit er sagen kann, naja, ich habe die Brücke nicht geschafft, tut mir leid. Irgendwie so ein Quatsch halt, ne? Als wenn ich zu spät zur Arbeit komme, sage ich dann einfach, ja, der Teufel, ich wollte kommen und der Teufel dann hat an mein Auto rumgeschickt. Ach egal, kommt, ihr wisst schon, was ich meine, aber das klingt für mich eher der Ursprung dieser Geschichte. Und der Müller, der seine Teufelsmühle haben wollte, der war einfach doof und hat das Ding gesprengt oder sowas. Keine Ahnung. Oder denen ist das einfach umgefallen. Und ihm war es zu peinlich. Irgendwie sowas. Nächste Sage. Das Teufelsbad. Nicht weit von Dassel, westlich von Einbeck in Hannoverschen, findet sich ein grundloser Morast. Darin liegt eine schöne und wohlklingende Glocke, von der die ältesten Leute wunderbare Dinge zu erzählen wissen. Sie ist aus lauterem Golde gefertigt, und der böse Feind brachte sie dahin, damit die Menschen durch ihren herrlichen Klange nicht zum Gotteshause gezogen würden.
Verzeihung. Ein kühner Taucher erbot sich, hinabzusteigen und sie mit Stricken zu binden, dann sollte sie oben getrost ziehen und ihr wieder mächtig werden. Er kam aber unverrichteter Sache heraus. In der Tiefe hatte er eine grüne Wiese gefunden und einen Tisch, auf dem stand die Glocke. Dabei lag aber ein schwarzer Hund, der nicht leiden wollte, dass die Glocke berührt werde. Ein schreckliches Meerweib habe ihm außerdem abgewiesen und ihm gesagt, dass es noch viel zu früh sei, die Glocke zu heben. Er hatte Glück, dass er wieder lebend oben ankam. Einem gottlosen Bauern ging es übler. Der pflügte nahe an dem Pfuhl, der früher auch der bedistische oder besäusche genannt wurde. Die Vesperglocke läutete am Sonnabend und überall gingen die Werkleute vom Acker und Wiesen heim, um sich auf den Tag des Herrn vorzubereiten. Der Geizhals dachte aber lange nicht daran, Feierabend zu machen, so sehr ihn auch der Junge darum bat und ihn auf die ausgemergelten Pferde aufmerksam machte. Der schlechte Mensch prügelte ihn für seinen guten Rat und fuhr fort zu ackern. Da stieg ein großes, schwarzes Pferd aus dem Morast, das der gottlose Bauer ohne weiteres mit Schelten und Fluchen vor seinem Pfluge spannte. Nicht eher wollte er aufhören, bis das Tageswerk getan und der ganze Plan ungepflügt sei. Der Junge weinte und bat den harten Mann, ihn heimgehen zu lassen, ihm schwane Unglück. Da aber der Herr nicht auf ihn hörte, machte der Rabbe der Sache ein Ende. Er zog Pferde und flog samt den Bauern und dem Jungen in die Tiefe des Sumpfes, und nie hat man wieder etwas von ihnen gesehen. Hier steht noch was in Kleingedruckten unten. Ein schwarzer Hund bewacht auch den Eingang zur hellenischen Unterwelt. Okay, ja. Da gibt es ja viele solche Sachen, ne? Oh, Gott. Eine machen wir noch, und dann ist gut. Das Glücksrad. 12 Landsknechte kamen aus dem Kriege und hatten nichts vor sich gebracht. Traurig und kleinmütig strichen sie im Lande umher und hatten nichts zu beißen noch zu brechen. Da begegnete ihnen ein Grauräuglein, tat seinen Gruß und fragte, woher des Weges? Woher des Weges? Und wohin? Wir kommen aus dem Kriege, antworteten sie, und suchen ein Land, wo wir reich werden wollen. Können wir es nur finden? Reich werden ist eine Kunst, sagte der Graue. Wenn ihr mir folgen wollt, will ich sie euch lehren, will nichts haben für meine Mühe. Nun wollten die Krieger genaueres wissen. Es handelt sich um das Glücksrad, erklärte er. Das steht mir zu Gebote. Wen ich darauf setze, der lernt Wahrsagen und Schätze graben, ohne Springwurzel und Wünschelrute. Doch nichts anderes vermag ich euch darauf zu setzen, als mit dem Beding, dass ich Macht und Gewalt habe, einen von euch mit mir wegzuführen. Die Landsknechte fragten jetzt, wen zu nehmen er gesonnen sei. Das wird sich finden, antwortete der Graurock. Ich werde den nehmen, der mir am besten gefällt. Jetzt weiß ich es selbst noch nicht. Die Männer hielten nun eine lange Beratung ab. Endlich sagte ein feiner Gesell, der Sohn des Bürgermeisters zum Meisten in Sachsen, der Mensch muss doch einmal sterben. Hätten wir nicht allesamt im Kriege bleiben können? Und wie wäre es, wenn uns die Pest weggerafft hätte? Hier trifft das Schicksal nur einen einzigen unter uns, und die anderen sind dagegen wohl versorgt für ihr ganzes Leben. Wagen wir es denn mit dem Graurock, wenn er es verspricht, uns auf das Glücksrad zu bringen. Diese Rede fand großen Beifall unter die Männer, und die Männer ergaben sich dem Grauen unter dieser Bedingung. Der führte sie nun dahin, wo sein Rad stand. Das Glücksrad war so groß, dass jeder 3 Klafter weit von anderen saß. Nachdem er ihnen noch eingeschärft hatte, dass keiner der anderen ansehen durfte, fasste der Meister das Rad mit seinen Klauen und drehte es 12 Stunden lang. Da sahen die Landsknechte unter sich spiegelklares Wasser, und darin viele Personen, die sie wohl kannten, sahen Gutes und Böses. Über sich
Über sich hatten sie ein Feuermeer, von dem glühende Zapfen herabhingen. Schließlich stand das Rad still. Da ergriff der Glücksmeister jenen feinen Gesell, der den unseligen Rat gegeben, und fuhr mit ihm durch die Flammen. Die anderen sanken in tiefen Schlaf. Als sie auf freiem Felde aufwachten, fielen ihnen die Kleider wie Zunder vom Leibe. Sie trennten sich danach und jeder ging seinen eigenen Weg, um sein Glück zu finden. Allein keiner gelangte dazu, sie blieben bettelarm wie vorher und lebten von Almosen bis an ihr Ende. Ganz ehrlich, habe ich nicht gerafft. Also die Sage habe ich überhaupt nicht gerafft. Dieses Glücksrad, da hat er die draufgesetzt und dann 12 Stunden lang die gedreht. Ich raff's nicht. Also normalerweise, ich meine, das war doch ganz klar wieder der Teufel. Aber normalerweise muss doch der Teufel was im Gegenzug geben, oder nicht? Ist das nicht so, dass er irgendwas im Gegenzug geben muss? Ich raff's nicht. Wenn ihr das versteht, dann schreibt einer mal einen in den Kommentar unten rein, weil ich verstehe das nicht. Also, das einzige Glücksrad, was ich kenne, ist das im Fernsehen gewesen. Ne? Aber das wird sicher nicht der Teufel gewesen sein. Nee. Gut. Tut mir leid für das recht häufige Verlesen. Ich war heute nicht ganz auf der Höhe. Vielleicht der eine oder andere, den stört das vielleicht nicht zu sehr, aber ich selbst bin da schon, ich stehe da nicht so drauf, wenn ich mich selbst höre, wie ich mich verlese. Aber vielleicht, naja, mal gucken. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das jetzt anseht. Und dann sieht man sich das nächste Mal oder hört sich das nächste Mal, wie ihr wünscht. Macht's gut.